Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School werde ich euch ein paar Übungen zeigen in meinem Garten, wie ihr eure Schusstechnik verbessern könnt, ohne dass ihr viel Platz braucht, um tatsächlich zu schießen. Manche haben vielleicht nur eine Wohnung. Bei mir im Garten im Sommer ist ein Planschbecken, ist ein Sandkasten, ist ein Gemüsebeet. Da ist wirklich kein Platz, meinen Schuss zu üben. Trotzdem kann man seinen Schuss verbessern mit diesen zwei Technikübungen. Legen wir gleich los. Die erste Übung nenne ich Quick Pumps. Ich brauche lediglich irgendwas, wo ich mein Schlägerblatt schön dagegen drücken kann. Hier habe ich meinen Mini-Trampolin ausgewählt, aber ich könnte es genauso gut zum Beispiel meinen Gemüsekasten oder Himbeerkasten machen. Im Eisstadion machen wir es gegen Go-Kart-Reifen, die an der Wand angelegt sind mit unseren Spielern. Sieht so aus. Beide Füße zeigen nach vorne. Mein Schlägerblatt ist mittig auf dem Pfosten. Beide Hände sind frei. Mein oberer Hand ist hochgezogen, mein oberer Ellbogen auch. Und ich versuche gleichzeitig mit meiner unteren Hand schnell zu schieben und meine obere Hand schnell zu ziehen. Sieht so aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ein paar Tipps dabei. Einige Spieler, die es zum ersten Mal probieren, machen Folgendes. Also ob die ihr Schläge austesten würden im Laden, schauen wir, wie viel Flex das Teil tatsächlich hat. Manchmal kommt das Knie auch ein bisschen im Spiel. Die lehnen sich auf den Schläger. Das ist ein guter Weg, den Schläger zu brechen, aber nicht der Sinn der Sache. Wir stehen gerade, es kommt kein Körpergewicht auf den Schläger, sondern wir nutzen nur unsere Arme, um den Schläger ein bisschen Flex zu geben. Meine Arme arbeiten, mein Körper macht ansonsten aber nichts. Zweiter Tipp für euch, versucht wirklich diese Koordination zu finden zwischen oberer Arm ziehen und unterer Arm schieben. Was häufig am Anfang passiert, ist, dass beide Arme schieben, sieht dann so aus. Ich flex zwar meinen Schläger schon ein bisschen, aber nicht so viel, wie ich es machen könnte. Und so kann man auf dem Eis auch nicht schießen. Push-Pull. Push-Pull ist das Schlüsselwort. Pull und Push. Einmal noch. Ganz schnelle Impulse. Und so könnt ihr auf dem Eis richtig viel Flex in euer Schläger erzeugen und einen richtig Hammer-Schuss bekommen. Letzten Punkt. Wenn ihr merkt, ihr probiert, Technik scheint einigermaßen zu klappen, aber der Schläger biegt sich gar nicht irgendwie. Das geht nicht. Dann ist wahrscheinlich tatsächlich euer Schläger zu hart. So, jetzt kommen wir zur zweiten Übung. Ihr braucht dafür ein Gummiband oder Theraband, irgend sowas. Ich habe hier einen Gummiband mit einem Klettverschluss am Ende. Das eignet sich ganz gut, um es richtig schön fest um mein Schlägerblatt zu wickeln. Aber sowas, handelsüblicher Theraband mit 2 Griffen am Ende, ist auch total in Ordnung. Ähnliche Übung, aber mit der kompletten Bewegung von dem Schuss. Ich schiebe beide Arme nach vorne, das ist mein Push, und ziehe dann mit meiner oberen Hand zurück. Das ist der Pull. Sieht so aus. Ziehe meine obere Hand wieder ins Bauchnabel hinein. Natürlich, auf dem Eis schießt man nicht so mit beiden Füßen, die nach vorne zeigen. Aber mein Ziel ist hier, dass ich wirklich diese Push-Pull-Bewegung, meine Arme isolieren kann. Deswegen stehe ich so. Wenn man die Bewegung gut drauf hat, lasst euch auch vielleicht von einem Freund oder Freundin filmen. Dann könnt ihr selber schauen, sieht es gut aus oder sieht es nicht. Wenn man die Bewegung gut drauf hat, dann kann man natürlich das vom einen Bein machen, wie teilweise auf dem Eis. Oder den Standardschuss, wo man quer steht, auch entsprechend so üben. Schieben, ziehen, schieben, ziehen, schieben, ziehen. Letzten Punkt dabei, wichtig ist, dass ihr keinen Gummiband wählt, der viel zu fest ist. Ich habe hier lediglich einen 10 Pfund Band, das sind knapp unter 5 Kilo. Wenn ich etwas
viel härtere oder viel schwere nehmen würde, dann würde meine Technik auseinandergehen. Ich würde meine kompletten Kraft benutzen müssen, um überhaupt Dehnung in den Band reinzubringen. Das ist hier keine Kraftübung. Natürlich, vielleicht wird der Schusskraft dabei ein bisschen besser, aber der Hauptziel ist, dass der Technik besser wird. Und wenn der Technik besser wird, dann glaub mir, Kraft kommt von alleine. Einmal noch, Push, Pull, Push, Pull, Push, Pull, Push, Pull. So, das war's heute bei Marcel's Hockey School. Ein paar kleine Übungen, wo ihr wenig Platz braucht, wo ihr wirklich eure Schusstechnik verbessern könnt, damit, wenn ihr wieder auf dem Eis kommt, ihr einen richtigen Laser habt. Wenn das Video euch gefallen hat, vergisst nicht auf Like oder Abonnieren zu klicken. Viel Spaß beim Üben, weiterhin einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.